Ohne viel Blimblam geht's heute in die Erdbeersahnetorte, kann ich euch sagen. Und die ist echt so schnell gemacht und so lecker. Die hat meine Mama schon immer früher gemacht, als ich klein war, zu meinem Geburtstag. No? Einmalig, kann ich euch sagen. Die Erdbeerchen habe ich hier schon mal gewaschen und da tun wir das Grüne mal entfernen. Und die müssen wir dann nämlich pürieren. Drum schmeiße ich die jetzt da rein in das Töpfchen. Da rein, ne? Heieieiei, ist das ein lecker Erdbeerpüree, kann ich euch sagen. Und damit wir dann die Kernchen und die Schlusen noch so ein bisschen wegbringen, gell, tun wir es jetzt durch das Sieb da rein in so ein Töpfchen oder in eine Kasserolle und dann immer ordentlich rühren hier, ne? Schon auch der Reste, ne? Ist halt immer, man könnte sich ja auch was drunter legen, Joanna, ne? Aber naja, immer halt erzählbar. Und das mal ein bisschen putze hier oder zumindest was drauflegen. Es sieht immer aus bei mir. Dürfte eigentlich gar keiner zuschauen, ne? So, gucke mal. Und das ist jetzt dann da übrig. Das brauchen wir nämlich nicht, weil dann gibt es nämlich eine schöne cremige Torte, ne? Und jetzt brauche ich dann noch ein bisschen Zucker. Das kommt doch auch rein. Und jetzt kommt der Knüller, ne? Weil wir nehmen diesmal nämlich keine Gelatine. Ich habe hier das einmal Agar-Agar, ne? Das gibt es jetzt auch als Plättchen. Dann nimmt man 2 Stück. Die brauchen wir gar nicht auflösen, ne? Die legen wir da einfach mit dazu. Das löst sich dann auf, gell? Sogar ohne tierische Produkte haben wir jetzt eine lecker Torte. Weil viele von euch haben schon mal gesagt, Mensch, kann man nicht einmal vielleicht ohne Gelatine? Geht super. Das müssen wir jetzt ein bisschen aufkochen, so 2 Minuten. Was ist denn euch jetzt eigentlich lieber, Gelatine oder das Agar-Agar? Schreibt es mir mal unten rein. So, guck, jetzt hat es schon 2 Minuten köchelt und jetzt muss das natürlich ein bisschen abkühlen, weil sonst wird uns natürlich die Sahne dünne. Darum tun wir das jetzt einfach mal so in ein paar Gläschen abfüllen, da geht es dann schneller, gell? Guck, während unser Püree jetzt schön abkühlt, da müsst ihr nämlich auch aufpassen, dass es nicht zu sehr abkühlt, weil dann wird es nämlich gleich ganz schön dicke. Schlagen wir uns schon mal die Sahne. Da habe ich Schüsselchen eisekalt aus dem Kühlschrank und die Sahne natürlich auch, ne? Und dazu kommt jetzt dann noch ein bisschen Sahne, steif und Zucker. So, guck, und schon ist die Sahne fertig und die stellen wir jetzt noch mal in den Kühlschrank. Und da hat die Joanna sich gestern Abend schon die leckere, fluffige Biskuitbote gebacken. Das Rezept verlinke ich euch noch mal, geht ja auch total schnell. Und zack, hat man schon ein kleines Scheibchen drauf, ne? Und dann brauchen wir noch unseren Backring hier. Übrigens kriegt ihr das auch alles im Shop, das verlinke ich euch auch noch mal, weil das ist echt super, wenn man das alles so macht, dann wird es so ein richtig schönes, tolles Törtchen. Weil ich liebe ja auch meine Torterandfolie, die brauchen wir jetzt nämlich auch. Wenn ich das hier wieder finde, dass das darüber geht, Menschenskinder, guck mal, die kann man sich nämlich schön zuschneiden. Da wickle ich das immer einfach einmal so rum, das ist halt was, ne? Und dann wird es das super glattes Törtchen am Rand, gell? Weil ich mache immer so ungefähr 24, ihr könnt auch 26 cm machen, das Törtchen, wenn ihr es ein bisschen größer haben wollt. Auch kein Problem, das reicht auch, ne? Und dann legt ihr das einfach so nicht mit der Rolle, sondern entgegengesetzt einfach der Drehung, ne, meine ich. Dann bleibt es auch schön und klappt nicht so nach innen, gell? Guck. So, nochmal festspannen. Einmalig hier, du. So, gucke mal, das wird nämlich jetzt schon langsam dicke. Da müsst ihr echt ein bisschen drauf achten. Also nicht übertreiben mit der Abkühle. Lasse so leicht warm, dürfte es ruhig noch sein. Und dann tun wir das jetzt mal so ganz vorsichtig löffelweise in die Sahne, gell? Und tun es dann so ein bisschen mit dem Teigspatel unerheben, gell? Lasst euch Zeit, immer so kleckslisweise, gell? Weil wenn ihr es zu arg übertreibt, dann wird die Sahne flüssig, aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Lasst euch ruhig Zeit, weil gut Ding will Weile haben und dann klappt es auch mit der Creme, ne? Bisschen was habe ich mir hier abgefüllt, so circa nicht ganz 200 Milliliter, weil das kommt dann nämlich oben drauf als Topping, gell? Und dann müssen wir auch nicht irgendwas extra noch kochen. Alles mit drin, inklusive, ne? Einmalig hier, kann ich euch sagen. Und jetzt geht's schon rauf auf den Boden. Mensch, du, ist das was Feins, so ein Stückchen Kindheit, ne? Jetzt tun wir das ein bisschen verteilen hier, Gott, so grob, ne? Weil jetzt dann, ne, für die Feinarbeit, gell, wisst ihr ja Bescheid, brauchen wir natürlich unsere kleine Streichhilfe. Und die findet ihr übrigens auch im Online-Shop. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr Lust habt. Die war, glaube ich, auch so ungefähr Produkt des Monats, weil das liebt ihr ja anscheinend und ich ja auch, ne? Weil da kriegt man so richtig schöne glatte Törtchen hin. Und jetzt noch vorsichtig ein bisschen Soße oben drauf. Und jetzt geht sie dann noch mal ab in den Kühlschrank.
einmalig, ohne Blimblam, ein lecker Erdbeersahne-Törtchen. Habt ihr gesehen, wie toll das geht mit der Tortenrandfolie? Einmalig. Und guck mal, wenn man zu lang wartet mit dem Agar-Agar, ne, da könnt ihr das dann als Marmelade aufs Brötchen schmieren. Schmeckt auch gut. Ciao, macht's gut.